Moin liebe Leute, ich darf heute was Neues für euch testen. Hemiway hat mich angeschrieben. Die haben das A7 Pro als Commuterbike, wird es beworben, als Pendlerfahrrad. Ganz neu im Programm, ist gerade erst frisch auf den Markt gekommen. Jetzt erst so ab Anfang Mai soll es dann auch tatsächlich ausgeliefert werden. Ich habe vorab jetzt schon mal mein Modell davon bekommen zum Testen, habe jetzt eine ausgiebige Testfahrt damit gemacht, habe es zusammengebaut. Die Farbe knallt, die habe ich mir aber auch bewusst rausgesucht. Es gibt es auch in dezenteren Farben. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist eine schwarz-weiße Kombi, wo das Weiße in ein Schwarz-Metallic übergeht. Sieht auch sehr, sehr edel aus. Dann habe ich noch einen Mintgrün und einen dunkelgrünen. Ich glaube, der dunkelgrüne Farbton ist auch Metallic zur Auswahl gehabt. Aber dieses knallige Gelb, das ist mir wirklich ins Auge gesprungen. Wir schauen uns jetzt mal die technischen Details des Fahrrads zusammen an und ob es denn hält, was es verspricht. Denn hier wird mir versprochen, dass hier wirklich ein echter Torque-Sensor, ein echter Drehmomentsensor verbaut ist, dass der also nicht einfach nur Fahrstufen dazuschaltet bis zu einer bestimmten kmh-Stufe und immer die Maximalleistung abgibt, sondern dass er das tatsächlich so dosiert, wie ich auch Kraft in die Pedale gebe. Das führt zu einem viel natürlicheren Gefühl beim Fahrradfahren. Man merkt dann eigentlich eher, dass man immer diesen gefühlten Rückenwind dann hat. Verbaut ist hier ein Elektromotor, ein Mittelmotor, der also über die Pedale dann tatsächlich die Kraft nach hinten bringt. Wir haben keinen Heckmotor. Das ist auch relativ verzögerungsfrei. Bei den Heckmotoren habt ihr es oftmals, dass der noch so ein kleines bisschen nachschiebt oder ein bisschen verspätet einsetzt, wenn man dann tatsächlich dann in die Pedalen tritt. Hier soll die Verzögerung, dadurch, dass es ein Mittelmotor ist, wesentlich kürzer ausfallen. Entsprechend schaltet er aber auch ab, wenn man zum Beispiel Schaltvorgänge oder Bremsvorgänge hat, dass er da dann also nicht anfängt, irgendwo zu schieben oder den Antriebsstrang über Gebühr zu belasten. Das Hemiway A7 Pro kommt weitgehend vormontiert bei euch an. Ehrlich gesagt in einer Verpackung, sowas habe ich noch nicht gesehen. Kann ich euch hier mal einblenden als Foto, wie ich das aus dem Karton rausgeholt habe. Das Einfachste war tatsächlich, den Karton auf den Kopf zu stellen und dann den Karton nach oben herauszuheben. Denn es ist wirklich eine passformgenaue Form, was natürlich das Fahrrad im Transport auch optimal schützt. Das einzige demontierte Teil ist dann das Vorderrad. Das befindet sich dann in diesem Karton dann auf der Rückseite auch in einer entsprechenden Einsparung und auch nochmal zusätzlich mit Schaumstoff abgedeckt. Auch das ist also sehr, sehr sicher verpackt. Auch das Schutzblech ist daran bereits mit festgemacht, mit Kabelbindern. Ansonsten hat man hier in der Montage nicht allzu viel zu tun. Ihr braucht also nicht so wahnsinnig viel Werkzeug. Ein großes Werkzeugteil, mit dem man eigentlich das Fahrrad vollständig zusammenbauen kann, ist dann gleich im Lieferumfang mit drin. Das ist dieses Teil. Auch vielleicht mal ganz nett so als Pannentool, dass man das auf kleinem Raum dann mitnehmen kann. Einzig und allein die Inbusschlüssel haben sich an einer Stelle, nämlich vorne am Lenker, dann als ein bisschen hakelig erwiesen, weil sie relativ kurz sind. Aus diesem Grund habe ich dann doch zu meinem kleinen T-Griff-Set hier gegriffen, denn da hat man wirklich was in der Hand. Da kann man dann auch viel besser auch an versteckten Stellen, hinter Kabeln, dann auch wirklich schrauben. Und ihr seht es hier schon, hier ist nämlich das eine einzige, was hier schief gegangen ist bei der Montage. Zeige ich euch gleich, aber vorher noch der letzte Schlüssel. Den musste ich mir tatsächlich dazu holen, denn man braucht gleichzeitig einen Achter und einen Inbusschlüssel, um dann vorne das Schutzblech fest zu montieren. Ich kann es euch mal zeigen. Es geht dabei um diese Schraube. Da muss man hier hinten natürlich die Kontermutter gegenhalten, während man von vorne mit dem Inbus anzieht. Dafür noch einmal diesen Achter hier extra. Aber Werkzeugbedarf ist da sehr, sehr überschaubar. Und jetzt schauen wir uns das an, was hier passiert ist. Das ist nämlich so eine der Stellen, wo ich tatsächlich sage, da könnte Hemiway nochmal nachbessern. Hier vorne haben wir eine Lenkerverkleidung, die hat keine Funktion außer Optik. Sie soll einfach nur die Kabel, die hier vorne in den Rahmen geführt werden, noch vorne am Lenkervorkopf ein bisschen besser verstecken, ein bisschen halten.
Hier unten ist ein Stift und hier sind an den Seiten zwei Wangen, die in entsprechende Gegenöffnungen unten am Lenker, an der Lenkeraufnahme dann reinrutschen sollen. Das ist einfach nicht passgenau. Also ich habe da sogar mit Schleifpapier nachher gearbeitet, um die ein bisschen dann abzuschleifen, damit sie dann endlich in Position gerutscht sind, vor allen Dingen hier an den Seiten. Da wollten die einfach dann in ihre Aussparung nicht hinein. Und dann hatte ich das Gefühl, nach langem Suchen an der Stelle hätte ich das Gewinde getroffen, denn hierhinter befindet sich ein Gewinde für eben diese besagte Schraube, deren Kopf ihr hier noch seht. Aber offensichtlich habe ich das Gewinde nicht ganz sauber erwischt, weil es eben noch auf Spannung gestanden hat. Schlau wäre gewesen, wenn ich einfach das Loch hier etwas erweitert hätte. Das gebe ich euch als Tipp mit. Dann nochmal mit der Bohrmaschine dieses Loch einfach ein bisschen größer zu machen, dass man dann besser an das Gewinde herankommt. Das darf aber nur marginal sein, damit die Schraube dann auch trotzdem das Ganze hier noch gut halten kann. Aber da ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass diese Schraube dann nachher auf dem letzten Ende ja so widerborstig war, dass ich ihr mit allzu wenig Kraft bereits den Kopf abgedreht habe. Es hält trotzdem, macht also an der Stelle für mich jetzt nicht so viel aus. Aber da könnte Himiway tatsächlich nochmal nachbessern, dass das hier von der Passgenauigkeit dieses Verkleidungsteil etwas schöner gearbeitet wird. Der einzige andere Nachteil, den ich noch gefunden habe, ist knapp darunter. Das seht ihr hier vorne. Trotz der guten Verpackung habe ich hier einen ganz winzig kleinen Lackschaden. Ich würde ihn jetzt nicht als besonders störend empfinden. Wenn ich jetzt allerdings das Fahrrad für volles Geld bezahlt und gekauft hätte, dann fände ich das schon sehr ärgerlich, dass ein solcher Lackmangel in der Nachkontrolle nicht aufgefallen ist. Da würde ich dann schon sagen, Leute, das ist so nicht in Ordnung. Auch hier an der Seite sehen wir jetzt hier nochmal so eine ganz kleine Abplatzung. Da ist allerdings auch tatsächlich drüber getupft worden, wie es scheint, denn da ist das Gelb wieder durchgängig. Ansonsten habe ich aber auch an der Lackierung hier keinerlei Fehler feststellen können. Ich habe jetzt die Vorspannung von der Gabel noch mal ein bisschen erhöht. Ziehe jetzt die Bremse und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie sie hier federn kann. Da ist also schon ordentlich Federweg drin. Es ist eine Santur SR X132 Boost. Die habe ich mal nachgeguckt, alleine die ist so ungefähr bei 250 €. Shimano Bremsen, hydraulisch vorne und hinten, auch pro Rad ca. 40 bis 50 €. Die Shimano Schaltung liegt auch so in der Größenordnung. Hier sind schon vernünftige Komponenten verbaut worden. Als Reifen haben wir einen Schwalbe, Supermoto X Reifen. Der bringt natürlich durch seine Größe hier auch nochmal ein bisschen Federungskomfort. Der Sattel ist Eigengewächs von Himiway mit Memory Foam. Hat er hier leicht in den Sitzbacken mit drin. Man sieht es, wie es so ein bisschen langsamer wieder sich zurückformt. Was wir natürlich auch haben, ist hier dieser Schnellverschluss. Also ich kann ihn zum Klein machen, einfach mal schnell runterdrücken und dann ist das wie bei einem Bürostuhl. Einfach drücken und dann fährt er über den Druck, der hier im System drin ist, dann auch wieder nach oben. Ich brauche ihn eigentlich in der höchsten Stellung bei meiner Körpergröße. Ich bin 1,90 groß. Das Himiway A7 Pro ist CE-konform und auch EN 15194 konform. Das heißt, es hält alle Regeln ein. Für 250 Watt maximal darf der Motor haben. Unterstützen darf er bis 25 km/h. Das hält er alles ein. Er hat kein Handgas. Ich habe auch leider bislang keine Möglichkeit gefunden, wenn das von euch einer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare, wie man einen Schiebemodus dann erreichen könnte. Denn das wäre tatsächlich nochmal ganz praktisch. Dieses Fahrrad hat dann doch durch den großen Akku und die gut gewählten Komponenten und den sehr stabilen Rahmen, auch wenn er aus Aluminium ist, dann doch ein ganz anständiges Eigengewicht. Wenn ich den mal einen zu steilen Berg hochschieben muss, dann wäre das schon ganz schön, wenn ich irgendwie so eine Schiebeunterstützung bis 6 km/h irgendwie aktivieren könnte. Da habe ich noch keine Möglichkeit zu gefunden. Auch der Gepäckträger hier hinten ist Markenware, nämlich von MIK. MIK ist ein Systemanbieter für solche Gepäckträger. Da gibt es also entsprechende Module, wo man hier zum Beispiel Körbe dran festmachen kann. Die Spannbänder sind gleich mit im Lieferumfang und das Ganze ist auch bereits fertig montiert. Da müsst ihr also nichts mehr machen. Wenn ich jetzt hier den Spanngurt lösen will, muss ich ihn nur zur Seite kippen. Und dann kann ich ihn rausnehmen, kann hier oben da drauf meine Sachen mit festzurren, ziehe ihn hier unten wieder ein bisschen auf Spannung, hake ihn wieder ein
Offensichtlich hat es hier an der Felge irgendwie eine kleine Lacknachbehandlung gegeben, sehe ich gerade. Das ist nicht die einzige Stelle. Hier ist mit dem schwarzen Stift einmal drüber gegangen worden. Wahrscheinlich, weil hier ein Kratzer war. Das zieht sich hier durch. Da gab es auch nochmal so entsprechende Nachbesserungen. An der vorderen Felge sehe ich so etwas nicht. Reifendimension ist hier 27,5 mal 2,4. Jetzt habe ich aber schon 10 Minuten über das Fahrrad gequatscht. Es ist ein Commuterbike, also ein Pendlerbike. Pendeln wir da mal mit. Bei dem tollen Wetter, das ich heute Morgen hier habe, macht es richtig Spaß. Da wird mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Einschalten. Und da ist es. Ihr seht schon, 17 Kilometer habe ich bereits damit. Jetzt kommen ein paar Kilometer dazu. Ansonsten ist hier auf dem Display nicht allzu viel zu sehen. Also man kann seinen Trip dann resetten. Und was ihr jetzt im Moment nicht seht, hier ist so ein grüner Balken, der ist jetzt im Moment grau. Könnt ihr nachher in der Aufnahme mal drauf achten, wenn das Display mal zu sehen ist. Je mehr der Motor unterstützt, desto mehr geht der Balken hier rüber. Dass man also auch sieht, wie stark der Motor gerade arbeitet. So macht Fahrradfahren zur Arbeit wirklich Spaß. Moin Moin. Man kann sich morgens mit den Schafen unterhalten am Deich. Die antworten sogar. Schön zu merken, achtet mal darauf, immer wenn ich schalte, schaltet der Motor, der kaum zu hören ist, auch direkt seinen Vortrieb ab, damit der Antriebsstrang beim Schaltvorgang nicht übermaßen belastet wird. Da hatten wir es wieder. Ein 7. Gang, jetzt kommt der 8. Gang. Jetzt bin ich schon über 25, jetzt schaltet er auch die Unterstützung schon ab. Und das Fahrrad rollt wirklich leicht, obwohl es selber ganz schön schwer ist. 35 Kilogramm wiegt das Ganze hier, trotz Aluminiumrahmens, aber das liegt natürlich auch am Akku. Der Akku hat 720 Wattstunden oder 15 Ampere-Stunden. Das ist also schon richtig kräftig. Soll dann für 88 Kilometer reichen. Auf dem Karton stand dann auch 80 Meilen. Ist ja natürlich internationale Verpackung. 80 Meilen wäre aber erheblich mehr als 88 Kilometer. Machen wir uns nichts vor, das ist Augenwischerei. Tatsächlich dürfte die echte Reichweite etwas darunter liegen. Realistisch halte ich bei dem Gewicht des Fahrrads, meinem Eigengewicht dann noch mit dazu, eine Reichweite von 50 bis 60 Kilometern bei moderater, vernünftiger Unterstützungsleistung durch den Motor. Mehr kann man vielleicht erreichen, wenn man dann wirklich hier auf jegliche Unterstützung verzichtet. Das Fahrrad fährt sich wirklich schön. Der Sattel, den werde ich wahrscheinlich noch mal tauschen. Wenn man da jetzt länger drauf sitzt für die kurze Strecke zur Arbeit, jetzt wäre es für mich okay. Aber wenn man das Fahrrad auch mal bei anderen Gelegenheiten benutzen will, dann ist die Investition in einen guten Sattel sicherlich nicht verkehrt angelegtes Geld. Dadurch, dass das A7 Pro vorne und hinten gefedert ist, entspricht es eigentlich der Kategorie Fully. Und das ist als Tiefeinsteiger schon durchaus selten. Moin Moin. Als Fahrergröße wird 162 cm bis 1,87 angegeben. Da liege ich drüber. Ich bin 1,90, aber die 3 cm finde ich jetzt, merke ich nicht viel von. Ich bin natürlich bei der Lenkerposition fast am Maximum, da geht noch ein bisschen was. Bei der Sattelposition bin ich definitiv am Maximum und das brauche ich auch, damit meine Beine hier sauber auf den Pedalen dann durchtreten können und ich nicht das Gefühl habe, auf dem Kinderfahrrad zu sitzen. Ich habe jetzt ja nun schon ein paar Kilometer damit gemacht, also man fährt hier wirklich solide. Man merkt, dass hier Qualitätskomponenten verbaut sind, also das macht tatsächlich Spaß. Auch hier ist eine Ansteigung, ich fahre hier hoch wie Butter. Und das, obwohl ich im höchsten Gang bin. Und jetzt fahre ich im höchsten Gang wieder an. Und der Motor muss volle Leistung bringen. Schafft er ganz locker.
Er ist jetzt auch auf Unterstützungsstufe 5. Da bringt er die Maximalleistung. Jetzt in der Stadt wird mir das aber fast zu viel. Schalten wir mal ein bisschen runter. Da vorne kommt gleich die Ampel. Denn jetzt sehen wir mal so ein bisschen echtes Commuten. Jetzt kommt der Stadtverkehr mit dazu. Bei der Gelegenheit setze ich mir dann auch immer gerne einen Helm auf. Himiway legt ein englisches Benutzerhandbuch mit dabei. Da ist auch eigentlich alles gut beschrieben, aber Deutsch würde ich natürlich dann mir auch noch mal dazu wünschen. Leider ist in dem Handbuch auch nicht alles beschrieben. Die ja auch etwas hakelige Montage der Lenkerverkleidung vorne ist zum Beispiel überhaupt nicht enthalten. Man wusste zuerst gar nicht, wofür soll das Teil sein, bis ich es mir zusammengereimt habe. Die Montage der Frontlampe der Büchel Shiny 50 ist nicht erläutert. Die muss übrigens in den Klemmblock vorne für den Lenker mit eingesetzt werden. Also denkt daran, die Lampe zu montieren, bevor ihr den Lenker festzieht. Sonst schraubt ihr alles nochmal wieder auseinander. Und wie das Licht an- und ausgeschaltet wird, wird auch in der Bedienungsanleitung nicht verraten. Ich verrate es euch. Einmal lange die Plus-Taste drücken und dann ist das Licht an. Etwas unglücklich, da eine Bremslichtfunktion verbaut ist. Die Bremslichtfunktion funktioniert nur, wenn das Licht eingeschaltet ist. Da hätte ich gerne mal einen Gang runterschalten dürfen. Aber der Motor gleicht es aus. Klingel ist auch verbaut. So ist es ja auch vorgeschrieben in Deutschland. In den Rädern ist jeweils nur ein Reflektor verbaut. Ich habe aber schon gesehen, dass manchmal die Schwalbereifen mit einem Reflexionsstreifen ausgeliefert werden. Bei dem gelben Bike ist das offenkundig nicht der Fall. Was ich auch nicht schlecht finde, denn dieser Schwarz-Gelb-Kontrast würde dadurch noch mal so ein bisschen abgedämpft werden. Also montiere ich mir gerne noch mal einen zweiten Reflektor dazu. Der Rest der Beleuchtung hat aber entsprechend auch immer einen Reflektor mit dabei, mit K-Nummer. Das heißt, das ist alles vollkommen legal. Diesmal bin ich schlauer und schalte runter vor der roten Ampel. Oh, die rote Ampel ist schon wieder grün. Wir können schon wieder hochschalten. Habt ihr es gehört? Die Pedale setzen auf. Wenn man ein bisschen Schräglage fährt, sollte man darauf achten, dass die Pedale nicht unten sind. Die setzen sonst auf. Aber ehrlich gesagt bekomme ich das auch mit anderen Fahrrädern hin. Als Motorradfahrer bin ich Schräglage gewöhnt. Das sehen Fahrräder mit ihren Pedalen manchmal etwas anders. Ich habe da mal so einen kleinen Steigungstest jetzt für den Ananda M100 Motor. Das ist übrigens ein White-Label-Motorhersteller, sehr bekannt, in sehr, sehr vielen Modellen verbaut, gibt schon länger den Motor. Jetzt inzwischen mit 120 Newtonmetern. In der vorangegangenen Version ist er noch mit 110 Newtonmetern beworben worden. Das hier ist somit das steilste, was ich bei mir in meiner Umgebung gefunden habe. Das ist hier eigentlich so eine Rampe auf einem ehemaligen Bahndamm, wo ein Radweg inzwischen drauf ist. Schauen wir mal, wie er sich damit so schlägt. Anfahrt im dritten Gang, Unterstützungsstufe 5. Ich merke nichts von der Steigung, das geht hier so hoch. So, runtergeschaltet in den zweiten Gang, Unterstützungsstufe 5. So wie fahren in der Ebene. Irre. Absolut irre. Das ist ein Hammermotor, was der für Leistung bringt. Ich kann natürlich nicht messen, ob er jetzt 120 Newtonmeter bringt, aber das ist wirklich eine steile Steigung hier. Und die fährt man wie eine Ebene. Ich glaube, ich muss das Ding mitnehmen zum Nürburgring. Anfahrt Adenauer Forst. Da bin ich auch gespannt darauf, wenn ich ihn tatsächlich mitnehme. Weil da muss er längere Zeit diese hohe Leistung bringen, wie warm der Motor dann wird. Hier das kurze Stück, da ist überhaupt gar keine wahrnehmbare Wärme. Habe ich auch sonst bei allen Testfahrten. Da stellt man nichts fest, dass es warm wird. Das war insgesamt eine schöne Fahrt heute Morgen zur Arbeit.
Das Fahrrad von der Gesamtqualität hier kann mich wirklich überzeugen. Hier sind gute Komponenten verbaut. Hier ist Himiway wirklich erwachsen geworden. Der Motor macht genau das, was er soll mit seinem Torque-Sensor, unterstützen so, dass man es wie Rückenwind merkt. Kleinere Mängel sind leider bei meinem Fahrrad mit dabei, die sind aber wohl nicht der Regelfall. Die kleine Lackerplatzung und die Ausbesserung, die ich hier vorne dann an der Felge hatte, die seien da genannt. Insgesamt muss ich aber sagen, hier macht Himiway wirklich ganz, ganz viel richtig. Es wird jetzt etwas teurer auch aufgerufen, das Fahrrad 2.599 ist der UVP. Ich sehe momentan viel von 200 € Rabatt. Das ist ja das oftmals gespielte Spiel. Erstmal eine UVP ranschreiben und dann großzügig noch mal ein bisschen Rabatt drauf geben. Aber mit 2.399 € ist das Fahrrad anständig gepreist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.